Kurz vor Jahresschluss 2024, so mehr oder weniger gerade auf dem Weg in die Weihnachtspause, hat das portugiesische Parlament sich noch durchgerungen, das neue Steuermodell, das den NHR-Status ablösen soll, gesetzlich zu verabschieden. Das heißt, dort gibt es jetzt tatsächlich ein Gesetz und wie dieser neue NHR 2.0-Status funktioniert, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher anschauen. Der NAR-Status, ja, das war natürlich ein ganz tolles, sagenhaftes Steuermodell. Dort konnte man in Portugal leben, hat 20% Steuern bezahlt auf portugiesische Einkünfte, 10% auf Renten und viele anderen ausländischen Einkünfte, zum Beispiel Dividenden, waren komplett steuerfrei. Die verrückt gewordenen Linken haben dann dieses Steuermodell leider Gottes abgeschafft aus rein populistischen Motiven, trotz der Tatsache, dass so viele Ausländer so viel Gutes, Positives Kapital nach Portugal gebracht haben, wie es eben so ist. Man hat sich hier entschlossen, in einer populistischen Kurzschlussreaktion dieses Programm zu beenden. Dann gab es Neuwahlen in Portugal. Konservative sind wieder an die Macht gekommen und es war natürlich klar, das ist gesunder Menschenverstand, man muss sofort ein solches Programm wieder auflegen, denn welche anderen Chancen hat Portugal sonst noch hier so viel Geld ins Land zu bringen, wie mit einem solchen steuerlichen Sonderstatus? Das neue Programm hat natürlich nun einige Nuancen. Rentner will man keine mehr haben, ja, also diese sind verpönt, diese können das neue Programm nicht nutzen. Das neue Programm ähnelt jetzt etwas hier dem spanischen Beckham Law, denn es setzt unbedingt voraus, dass man in Spanien angestellt ist, möglicherweise bei der eigenen Firma, aber es bedarf eben einer Anstellung. Das heißt also, dort einfach hinzuziehen als Privatier, als Investor oder eben als Rentner, das funktioniert leider nicht mehr. Oder es funktioniert natürlich, du kannst das machen, aber steuerlich bringt es überhaupt nichts. Portugal ist ja eine absolute Steuerhölle, viel schlimmer als zum Beispiel Deutschland. Also da kann man jedem nur abraten, der sowas machen möchte, wenn er hier steuerliches Potenzial nutzen möchte, aber eben mit diesem neuen Status NHR 2.0 oder auch IFISI, wie man das nennt, könnte es dennoch interessant sein. Man muss sagen, dass natürlich hier die Bürokratie und die ganze Organisation sehr aufwendig scheint. Ich weiß nicht, wie viele am Ende tatsächlich dieses Programm verwenden werden. Warten wir es ab. Hoffentlich kommen noch einige Änderungen. Man sieht ja immer wieder, dass solche Programme auch verbessert werden. Ich finde es grundsätzlich einen guten Start. Letztlich ist in vieler Hinsicht dieses neue Programm NHR 2.0 noch besser als der alte NHR-Status. Da werde ich aber gleich einige Dinge dazu sagen. Also, wer kann dieses Programm nutzen? Zunächst mal ist es für Angestellte gedacht, die hier in attraktiven Branchen arbeiten. Mit attraktiven Branchen meine ich zum Beispiel hier Forschung, Research, IT, Entwicklung. Solche Dinge, die eben auch als solche von der portugiesischen Regierung anerkannt sind. Wenn der Betrieb hier als solcher anerkannt ist und wenn du dann in diesem Betrieb eine Funktion übernimmst, die hier auf der zugelassenen Liste der Jobs ist, also zum Beispiel du bist Softwareentwickler oder du bist Geschäftsführer in einem solchen Unternehmen oder auch Ingenieur etc. pp., dann kannst du dich für diesen Status anmelden. Was sind die Vorteile? Nun, du hast, wie auch schon beim NHR-Status, 20% Einkommensteuer. Das ist schon ein echter Vorteil, denn in Portugal ist ja nochmal die Einkommensteuer höher als in Deutschland, bis zu 48%. Bedenke aber natürlich auch, dass die Sozialabgaben in Portugal absolut horrend sind. Also diese muss man natürlich trotzdem bezahlen, aber die zahlt ja weitestgehend der Arbeitgeber. Also als Angestellter bist du dafür in gewisser Weise natürlich geschützt. Aber 20% eben auf deine portugiesischen Einkünfte. Und der Vorteil ist nun, dass sämtliche Auslandseinkünfte dann steuerfrei sind. Also ähnlich wie es in Spanien auch ist. Das war ja beim NHR-Status nicht so. Zum Beispiel Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Aktien, die waren nicht vom NHR-Status abgedeckt. Darauf musste man 28% Steuern bezahlen. Das ist beim neuen Status nun anders. Du darfst allerdings keine Einkünfte haben aus Niedrigsteuergesellschaften. Da haben die Portugiesen eine Blacklist. Also wenn du von einer solchen Offshore-Firma zum Beispiel hier Dividenden bekommst, dann sind die nicht steuerfrei, sondern müssen in Portugal ganz normal versteuert werden. In Portugal ist das anders als in Spanien. In Spanien musst du ja die gesamten Einkünfte gar nicht erklären. Das musst du in Portugal schon. Du musst also dein weltweites Einkommen erklären und musst dann rechtfertigen, warum eben diese Einkünfte steuerfrei sind. Das heißt, der portugiesische Staat
weiß, was du verdienst, aber es wird eben nicht besteuert. Nochmal, Renten, Pensionen, Ruhestandsbezüge, diese kannst du hier alle nicht über den Status vereinnahmen. Die werden dann ganz regulär versteuert, eben mit einem Steuersatz bis zu 48%. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist, wenn du nicht Angestellter bist? Was ist nun, wenn du Unternehmer bist oder wenn du nun Freiberufler bist oder Freelancer? Nun, also, wie ich schon gesagt habe, ähnlich wie es bei Beckham Law Status ist in Spanien, du musst unbedingt hier eine Anstellung in Portugal haben, und zwar in einem Unternehmen, was autorisiert ist im Rahmen dieses EFICI-Programms. Da gibt es verschiedene Behörden, die hier je nach Branche dann zuständig sind. Das heißt also, du kannst natürlich dein eigenes Unternehmen gründen, musst aber dann natürlich dafür sorgen, dass es in einer solchen Branche tätig ist, die hier zugelassen ist. Ich hatte ja vorhin schon hier die Branchen genannt. Es gibt ja übrigens noch eine weitere Branche, das ist die Dienstleistungsbranche, also ein Dienstleistungsunternehmen, was eben in diesem Bereich tätig ist und mindestens 50% seiner Umsätze im Ausland erzielt. Das könnte man auch machen. So, wenn du ein solches gründest und du beschaffst dir eine entsprechende Bestätigung von der zuständigen Behörde, du musst deinen Businessplan einreichen, musst dein Unternehmen vorstellen. Ich habe gesagt, alles ziemlich kompliziert. Dann kannst du dich dort anstellen als Geschäftsführer. Die Geschäftsführung ist eine der Positionen, die hier unter dem neuen Steuerstatus NRR 2.0 eben erlaubt ist. Und da kannst du eben 10 Jahre lang die Vorteile des Status verwenden. Also im Vergleich zum NRR-Status, zum originalen NRR-Status, muss man sagen, dass die das hier jetzt sehr spezifisch, sehr gezielt hier ausgelegt haben. Es geht eben genau um Forschung, Entwicklung, IT, Tech, erneuerbare Energien. Das sind die Branchen, die man anziehen möchte. Innovation, Technik, Forschung, diese Stichworte. Das Ganze, du hast es sicherlich meiner Beschreibung jetzt auch entnommen, ist noch etwas vage, muss man sagen. Man wartet hier tatsächlich auch noch auf die detaillierten Ausgestaltungen und Handlungsanweisungen, wie das Ganze tatsächlich vonstatten gehen soll. Ich persönlich finde es ziemlich kompliziert. Ich weiß natürlich, dass Portugal ein attraktives Land ist, was natürlich unglaublich viele Vorteile hat. Möglicherweise niedrige Lebenshaltungskosten, schönes Wetter, gutes Essen, nette Menschen. Also das ist natürlich alles gegeben in Portugal. Sensationell gelegen, dort an der Westküste der Iberischen Halbinsel. Ein ganz tolles Land, keine Frage. Am einfachsten scheint es mir zu sein für Angestellte, wenn du also zum Beispiel ein Ingenieur bist. Übrigens, Architekten können es leider nicht verwenden. Aber wenn du ein Ingenieur bist und in Deutschland momentan als Ingenieur arbeitest, könnte es ja sehr attraktiv sein, für dich dann nach Portugal umzuziehen, möglicherweise weniger Steuern auf dein Gehalt zu bezahlen. Und wenn du dann nebenher noch Kapitalerträge hast oder Krypto, dann wäre das alles komplett steuerfrei. Da kann man ja schon dann ziemlich viel Vermögen aufbauen in diesen 10 Jahren. Ja? Also das könnte man sich durchaus überlegen, ob das hier interessant wäre. Die Route hier, sein eigenes Unternehmen zu gründen, einen Businessplan zu schreiben, das dann einzureichen, sich diesbezüglich beraten zu lassen, das dann hier von der zuständigen Behörde letztlich freigeben zu lassen, dass man das machen kann, scheint mir ziemlich mühsam zu sein. Man muss es jetzt sehen. Wir haben da natürlich noch keine praktische Erfahrung. Wahrscheinlich hat niemand praktische Erfahrung in dem Bereich. Man muss jetzt einfach mal sehen, was kommt. Man beantragt übrigens auch den Status im Nachhinein. Das heißt, man würde jetzt den nicht vor dem Umzug oder so beantragen, sondern man tritt im Grunde genommen die Stelle an und im Nachhinein bei der Steuererklärung, die man einreicht, beantragt man dann diesen Status mit den notwendigen Nachweisen. Man muss also sicher sein letztlich, dass das Unternehmen im Grunde die Befugnis hat, hier Personen anzustellen gemäß diesem Status. Und natürlich, man muss selbst auch sicher sein, dass die Funktion, die man innehat, entsprechend dann auch hier eine der auf der Liste ist, die hier für diesen Status vorbestimmt ist. Also unter den richtigen Bedingungen, wenn du sowieso in diesem Bereich tätig bist, warum nicht? Wenn du sowieso planst, in Portugal ein Unternehmen zu gründen, völlig unabhängig von diesem steuerlichen Sonderstatus, warum nicht? Könnte interessant sein, wenn du in der richtigen Branche bist. Andere Länder sind natürlich einfacher, muss man sagen. Also Beckham Law in Spanien deutlich einfacher. Jeder, der dort letztlich angestellt ist, zum Beispiel im eigenen Unternehmen, kann das Beckham Law nutzen. Dafür gilt das Beckham Law aber auch nur für 5 Jahre, maximal 6. Mit Portugal hat man dann schon länger Planungssicherheit. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Länder, die verschiedenen Non-Dom-Länder, Zypern zum Beispiel, Malta zum Beispiel, Italien unter gewissen Bedingungen. Also da gibt es in Südeuropa schon einiges zu machen. Auch sind teilweise die osteuropäischen Länder nicht uninteressant. Das hängt eben alles von deinen persönlichen Umständen ab. Aber sicherlich, dieses Programm ist ein guter Anfang. Der NRR-Status wird von vielen vermisst.
hoffen wir, dass der Andrang jetzt bei dem neuen Programm so groß ist, dass die Regierung relativ schnell realisiert, dass es hier keinen Sinn macht, bürokratische Hürden hier einzubauen, dass sie den Prozess vereinfacht, dass sie möglichst vielen Menschen ermöglicht, hier nach Portugal umzuziehen, Geld nach Portugal reinzubringen, denn darum geht es ja den Portugiesen, genau, um dann hier bei der Weiterentwicklung Portugals zu helfen. Ich bin gespannt. Wir werden sehen, was passiert. Wenn auch du Interesse hast, nach Portugal umzuziehen oder in eines der anderen Länder, die ich hier genannt habe, oder vielleicht in ein komplett anderes Land, wie zum Beispiel nach Tansania, Sansibar, Dubai oder was auch immer, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Fragen hier zu beschäftigen. Steuerliche Optimierung im Ausland, Vermögen im Ausland aufbauen und natürlich dann auch vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.